Servus und Hallo zu diesem neuen Video. Heute bauen wir wieder mal was Ausgefallenes aus Epoxidharz und los geht's. An Material brauchen wir heute nicht besonders viel, nur diese alten Comichefte und Epoxidharz. Und was wir dann auch noch benötigen, ist ein bisschen Restholz, aber das brauchen wir dann erst später. Aus den Comicbüchern will ich ein Case für ein Tablet bauen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das so funktionieren wird, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ja, wir werden sehen. Ich habe mir die Bücher gerade nochmal angeschaut. Also das älteste ist halt von 1988. Ja, da war ich damals ganze 5 Jahre alt. So, jetzt legen wir aber los. Zur Verarbeitung von Epoxidharz braucht man natürlich auch eine passende Gießform. Die habe ich mir hier schon mal vorbereitet. Ja, das sind ganz normale beschichtete Spanplatten. Die habe ich mit einem wasserfesten Klebeband abgeklebt. Und ja, dadurch kann dann das Harz eben keine Verbindung mit der Lackoberfläche von dem Holz eingehen. Und dann kann man es danach wieder einfach ausschalen. Rundum zur Abdichtung habe ich noch eine Silikonfuge an den Stößen angebracht und das sorgt dann dafür, dass die Form komplett dicht ist und dass kein Harz auslaufen kann. Ich weiß, ich sage so gefühlt in jedem Epoxidharz-Video, aber geht beim Bau von der Gießform wirklich sauber und ordentlich vor, dichtet alles gut ab, sodass nichts auslaufen kann, weil sonst habt ihr später eine Riesensauerei. Ich schneide mir jetzt zunächst mal die Comicseiten auf die richtige Größe zurecht und da werde ich als Finish hier so einen Ninjago-Comic verwenden. Ja, da ist unser Kleiner ein riesen Fan davon. Die Taschenbücher habe ich dann in die einzelnen Seiten zerlegt. Ja, ich muss sagen, ein bisschen blutet an der Barschott das Herz, aber ich habe ja letztendlich nur 2 Bücher gebraucht. So Leute, das dürfte jetzt erstmal ausreichen. Dann machen wir mit dem Epoxidharz weiter. Zum Gießen verwenden wir das Art von Epoxid 1 und das mischen wir uns jetzt mal an. Noch eine kurze Anmerkung, bevor wir mit dem Mischen anfangen. Wenn ihr mit Epoxidharz arbeitet, denkt bitte auch an die Arbeitssicherheit und tragt Handschuhe und eine Maske. Ist eure Gesundheit. Das Mischungsverhältnis bei diesem Harzsystem beträgt 100:40, also 100 Teile Harz auf 40 Teile Härter. Das hört sich jetzt unheimlich kompliziert an, ist aber in der Umrechnung ganz einfach. Also ihr müsst einfach die Menge an Harz, die ihr habt, mit 0,4 multiplizieren und dann erhaltet ihr die Menge, die ihr an Härter zugeben müsst. Ist doch ganz einfach. Dann machen wir auch gleich mit dem Gießen weiter. Ich werde das Ganze, so wie bei der Makata-Technik, Schicht für Schicht laminieren und dann sollten wir zum Schluss nur noch eine Platte haben, wenn es funktioniert. Ich habe dann eine erste Schicht Harz in die Gießform gegeben. Da muss man dann darauf achten, dass der Boden komplett bedeckt ist, weil man sonst später Lufteinschlüsse auf der Oberfläche haben kann. Und dann ging es endlich mit dem Laminieren los. Ich habe dann die einzelnen Comicbook-Seiten immer überlappend miteinander laminiert. Ja, dabei müssen wir darauf achten, dass die Seiten immer gut mit Harz getränkt sind, weil sonst später die einzelnen Seiten untereinander keine Verbindung eingehen und letztendlich sollte dann nur noch ein massiver Block sein. Für die Arbeit habe ich dann auch einige Zeit gebraucht, also insgesamt war ich da etwas mehr als 1 Stunde beschäftigt. Beim Laminieren ist es immer wichtig, dass das Material, das man da verwendet, auch saugfähig ist, weil sonst kann das Material natürlich kein Harz aufnehmen und dann untereinander auch keine Verbindung eingehen. Puh, das war mehr Arbeit als gedacht, aber eine gefühlte Ewigkeit später bin ich jetzt auch endlich mal fertig. Ja, jetzt muss ich das Ganze von oben noch zusammenpressen, dass ich dann später eine gleichmäßige Platte habe. Ich habe dazu einfach eine ebenfalls abgeklebte Holzplatte verwendet, das Ganze dann mit Schraubzwingen fixiert und zusammengepresst. Ich habe das Ganze jetzt mal mit Zwingen so weit wie möglich fixiert und ja, jetzt hat es natürlich durch den Druck oben wegen Harz ausgedrückt, aber das macht gar nichts, das lassen wir jetzt mal aushärten und dann sehen wir weiter. So Leute, das Harz ist ausgehärtet, jetzt können wir mit dem Ausschalen beginnen und ich bin echt mal gespannt, wie das Ergebnis aussieht. Ausschalen ist wie bei meinen Betonprojekten auch immer eine ziemlich aufregende Arbeit, ja, weil man letztendlich nie weiß, wie das Endergebnis aussehen wird. Aber in diesem Fall muss ich sagen, kann ich mich echt nicht beschweren. Oh ja. Also die Oberfläche ist schon mal echt richtig gut geworden. Nicht eine Blase.
ich bin echt zufrieden. Mach mal weiter, gibt noch einiges zu tun. Die Platte habe ich mir dann in die benötigten Maße zurechtgeschnitten. Ja, ich habe jetzt hier nicht genau auf den Millimeter geachtet, weil die Feinarbeit, die mache ich dann später mit dem Bündigfräser. Um das Tablet später auch wieder aus dem Case rausholen zu können, habe ich mir hier ein Loch gebohrt. Ich habe dazu einen Forstnerbohrer verwendet und ihr seht schon, das ist wirklich erstaunlich, was aus diesem dünnen Material letztendlich für einen Haufen Papier beim Bohren rauskommt. Dann baue ich mir jetzt mal den Rahmen. Ja, da verwende ich solche Restholzstücke aus Eiche. Und ihr seht, die Resthölzer kann man doch immer wieder mal gebrauchen. Deswegen mein Tipp als Heimwerker, niemals alles Restholz wegschmeißen oder verbrennen, sondern immer einen kleinen Vorrat haben. Weil haben ist besser als brauchen, das wisst ihr ja. Die Leisten für den Rahmen habe ich mir dann auf der Kappsäge im 45 Grad Winkel zugeschnitten und die werden dann später verleimt. Hier seht ihr jetzt mal den Rahmen. Ich habe jetzt überall außenrum 2 mm Luft gelassen, dass wir später keine Probleme bekommen. Ein kleines Problem habe ich jetzt allerdings. Wie ihr sehen könnt, hat das Tablet hier 2 so Bedienknöpfe und das bedeutet, ich muss irgendwie eine Nut fräsen, weil sonst geht das Tablet ja immer an, wenn ich es ins Case stecke. Und das sollte nicht der Fall sein. Ich habe mir da auch schon was überlegt und zwar werde ich mit der Tischkreissäge eine kleine Nut reinsägen. So, Problem gelöst. Muss nicht gut aussehen, sieht man eh nicht. Die einzelnen Leisten habe ich dann mit Holzleim zusammengeleimt. Also die Verbindung braucht jetzt hier nicht übermäßig viel zu halten, weil der Rahmen ja später noch mit den Platten verklebt wird. Damit das Tablet später in der Hülle nicht verkratzt, habe ich mir hier noch so Filzplatten zurechtgeschnitten. Ja, und die werden dann später an die Innenseite geklebt. So, ich habe das jetzt alles mal so weit vorbereitet, dass wir jetzt gleich mit der Montage weitermachen können. Ich werde hier einen Kleber verwenden, weil es verschiedene Materialien sind. Das ist ein Kraftkleber und der ist für alle Materialien geeignet. Ja, und letztendlich werde ich dann hier noch so Messingstifte anbringen. Da werde ich dann so Bohrungen machen. Seht ihr dann gleich, dass das Ganze auch stabil wird. Der Kleber ist soweit ausgehärtet, da werde ich jetzt mal die Kanten über den Bündigfräser jagen. Jo, jetzt sieht es ja schon deutlich anders aus, würde ich sagen. Ich habe jetzt hier die Ecken überall noch abgerundet, alles bündig gefräst und auch gleich als Finish noch ein Hartwachs aufgetragen. Also, ich bin echt zufrieden. Auf die Metallstifte, die ich übrigens noch anbringen wollte, um das Ganze stabiler zu machen, ja, da habe ich jetzt verzichtet. Der Kleber ist bombenfest, das ist nicht notwendig. Schon wieder ein Arbeitsgang gespart. Und dann kommen wir noch zum wichtigsten Punkt. Wir müssen ja auch noch testen, ob das Tablet jetzt in das Case reinpasst. Und das probieren wir jetzt einfach mal. Jo, passt optimal. Jo, das war jetzt diesmal wieder ein eher ungewöhnliches Projekt, muss ich sagen. Das ist mir unter der Dusche eingefallen. Und ja, wenn man bedenkt, dass das vor kurzem noch alte Comichefte waren, dann muss ich sagen, ist das doch schon eine erstaunliche Verwandlung. Ja, ihr habt wieder mal gesehen, dass man mit einfachsten handwerklichen Mitteln coole Sachen bauen kann. Man muss nur ein wenig kreativ sein. Und mich würde auch mal eure Meinung dazu interessieren. Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Für heute werden wir wieder fertig. Ich hoffe, dass das Video wieder ein wenig interessant und unterhaltsam war für euch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zunächst wieder zu neuen Projekten. Bis dahin, macht's gut. Ciao.